Diese ewigen Verspannungen im Nacken, die nerven total, das tut weh, du reibst ein, du salbst vielleicht, aber es wird und wird nicht besser. In diesem Video erkläre ich dir, wie die zustande kommen und was du tun kannst, damit die endlich mal weggehen. Und damit du weißt, warum ich dir diese Übungen empfehle, kurz mal meine Erklärung, wie die zustande kommen. Wir sitzen oft beim Essen, am Schreibtisch und so weiter und wir sacken immer mehr nach vorne. Der Rücken fällt in sich zusammen, weil die Arme auch dauernd vorne sind. Und dann müssten wir normalerweise ja nach unten gucken. Aber wir haben ja das Essen dort und auch den Bildschirm dort, also gucken wir so. Und schwupps ist der Geiernacken da. So entsteht er meiner Ansicht nach. Wenn dir diese Erklärung gefällt, gib doch mal einen Daumen nach oben und schreib mir einen Kommentar dazu. Und hier bekommst du ein Video, wie du deine Haltung verbessern kannst, weil das ist die tiefste Ursache für viele, viele Nackenprobleme. Und gegen Ende des Videos gibt es noch eine Überraschung, nämlich die gar keine Übung ist, sondern eher ein Ausruhen. Sei gespannt. Bei den Übungen, die ich dir jetzt zeige und erkläre, konzentrieren wir uns auf die Rundum-Entspannung des Nackens. Wir fangen an, setz dich bitte gerade, kannst du so ein bisschen gerade mit reingehen, um so eine kleine Anleitung schon zu haben. Setz dich gerade, dreh den Kopf 45 Grad nach links, beuge deinen linken Ellbogen und ziehe die linke Schulter so weit runter, wie das geht. Dann greifst du mit der rechten Hand über den Kopf, ziehst das Kinn zum Kehlkopf und ziehst den Kopf nach vorne unten rechts. Und dann löst du hinten links eine starke Dehnung aus. Und da gehst du immer weiter rein, 2 bis 2,5 Minuten. Und dann machst du das Gleiche auf der anderen Seite. Wir gehen es nochmal durch. Kopf nach rechts, rechten Arm beugen, tief ziehen mit der Schulter. Die linke Hand geht über den Kopf und du ziehst den Kopf nach vorne, unten links. Und jetzt entsteht die Dehnung hinten rechts im Nacken. Auch das 2 bis 2,5 Minuten steigern und immer weiter reinarbeiten. Die nächste Übung ist eine spezielle Übung. Du ziehst den Kopf bei geradem Rücken schön immer weiter nach unten, atmest dabei immer schön. Dann merkst du, dass es anfängt, an der Halswirbelsäule so zu ziehen und auch so ein leichtes Brennen auszulösen. Du lässt den Rücken ganz gerade, konzentrierst dich darauf, dass die Mitte deines Nackens nach hinten oben rausgeht, dass du möglichst eine Rundung bekommst, zumindest von der Vorstellung her, und machst auch das 2 bis 2,5 Minuten immer weiter. Und dann hast du hinten die Anspannung schon ganz gut im Griff. Aber oft zieht es auch noch in die seitlichen Anteile rein und deswegen gehst du da jetzt auch dran. Ja? Wir fangen an mit der linken Seite. Du lässt den Kopf gerade, der Rücken ist gerade und du ziehst wieder mit gebeugtem linken Ellbogen die linke Schulter immer tiefer, tiefer, tiefer. Gehst wieder mit der Hand über den Kopf, aber der Kopf ist ja jetzt gerade. Und jetzt ziehst du ihn einfach zur Seite. Achtung, wenn du vorne greifst, drehst du ihn eher. Wenn du zu weit hinten greifst, drehst du ihn in die andere Seite. Also greif genau so, dass wenn du ziehst, dass du merkst, der kann gerade bleiben. Der will nicht von selbst durch das Ziehen irgendwo hindrehen. Das heißt, du gehst immer weiter rein, Schulter bleibt tief, Rücken bleibt gerade, 2 bis 2,5 Minuten steigern. Immer so, dass es gerade noch gut erträglich ist. Und dann merkst du, es zieht ganz tief hier seitlich in den Hals rein. Kommst langsam wieder raus. Das Gleiche nochmal zum Mitschreiben sozusagen auf der anderen Seite. Ja? Du nimmst den Ellbogen wieder in die Beugung, den rechten jetzt, ziehst mit dem Ellbogen die Schulter tief, greifst mit der linken Hand über den Kopf, testest wieder, drehe ich meinen Kopf beim Ziehen, wartest, bis du die richtige Stelle gefunden hast und ziehst den Kopf immer weiter zur Seite. Schulter muss tief bleiben, Rücken muss gerade bleiben. Auch 2 bis 2,5 Minuten. Und immer so, dass es gerade noch gut erträglich ist. Und dann kommst du langsam wieder raus. Jetzt haben wir hinten, jetzt haben wir die Seite und jetzt geht es nach vorne, weil ist ja immer
Agonist, Antagonist, also Spieler sagt man als Muskel und Gegenspieler, Gegenmuskel. Ja? Jetzt setzt du dich wieder gerade, nimmst die Finger, 2 Finger der rechten Hand an die Stirn, 2 Finger der linken Hand ans Kinn. Das ist eine gute Ausgangsposition, weil jetzt kannst du die Bewegung ganz gut kontrollieren. Und jetzt kann es sogar helfen, ich rutsche auch mal nach hinten, dass du den Rücken angelehnt hast, damit du nicht mit dem Rücken ausweichst. Ja, der Rücken ist jetzt fixiert, sozusagen durch die Stuhllehne. Und jetzt geht die Stirn und das Kinn immer weiter zurück. Erst ein Doppelkinn, dann Dreifachkinn, dann noch vielfältigeres Kinn. Und dann merkst du, irgendwann geht es nicht mehr. Und wenn es nicht mehr geht, dann fängst du an, das Kinn langsam zu heben. Und dann geht die Stirn weiter nach hinten. Was du jetzt machen musst, ist, dass du während des ganzen steigernden Überstreckens das Kinn möglichst tief lässt, möglichst sehr oder möglichst so dicht, wie du das hinkriegst, vor dem Hals, am Hals. Und dann überstreckst du irgendwann immer höher und irgendwann nur noch den Kopf im Vergleich zum oberen Wirbel, dem Atlas, und kommst immer weiter nach hinten. Irgendwann merkst du dann auch, wie es im Hals anfängt zu ziehen, und das ist gut so. Immer weiter. Und auch das steigerst du 2 bis 2,5 Minuten und kommst dann am Schluss langsam wieder raus. Bei diesen Bewegungen der Halswirbelsäule immer langsam machen, ja? Weil das sind ganz, ganz ungewohnte Bewegungen. Du wirst es auch merken, deswegen musst du auch gut auf dich hören. Ja, du musst gut drauf hören, wenn dein Körper schon gar nicht mehr will und das schon zu unangenehm ist. Bleib immer in dem Bereich, gerade bei der Halswirbelsäule ist es wichtig, dass du ihn mit einem guten Gewissen gerade noch so einschätzt, diesen Dehnungsakt, dass du ihn gerade noch positiv ertragen kannst. Also deine Atmung muss fließen können, einatmen, ausatmen muss möglich sein. Du brauchst nicht die Fäuste zu ballen, um es auszuhalten und so weiter. Das brauchst du alles nicht. Wenn das ist, dann sofort die Intensität wieder ein bisschen mindern. Und jetzt kommen wir nochmal in eine Spezialanwendung des Überstreckens, nämlich jetzt, ja, bleib dran, ich wollte eben gerade weg von der Lehne, bleib ruhig dran, das kannst du auch hier gebrauchen. Drehst den Kopf 45 Grad nach links und greifst jetzt mit der linken Hand nach vorne so über den Kopf zur rechten Schläfe, ziehst die rechte Schulter tief und ziehst den Kopf in der Diagonalstellung von 45 Grad nach hinten und etwas nach links zur Seite. So wie du fühlst, dass hier vorne schöne Dehnung entsteht. Auch das steigerst du wieder 2 bis 2,5 Minuten und gehst dann langsam wieder raus. Und das Gleiche zur anderen Seite. Das Gleiche zur rechten Seite. Mit der rechten Hand an die linke Schläfe greifen, tief ziehen der linken Schulter und zieh den Kopf nach hinten, etwas nach rechts, je nachdem wie du es fühlst, dass hier vorne die Dehnung entsteht. Auch 2,5 Minuten, 2 bis 2,5 Minuten steigern und dann langsam wieder rauskommen. Jetzt haben wir ringsrum alles in die Länge gezogen, das heißt entspannt und beweglicher gemacht. Und jetzt hatte ich ja noch versprochen, dass ich dir zeige, wie du die Dehnung für den Nacken ganz ohne Übung machen kannst. Da kannst du den Nackenretter nehmen oder ersatzweise einen Stapel Bücher, die entsprechende Höhe haben, musst ein bisschen probieren. Und dann machst du einfach Folgendes. Du legst dich einfach auf den Nackenretter mit dem unteren Schädelrand direkt auf diesen Wulst. Dann entspannt das auch durch den Druck nochmal. Ja, und das war's schon.
Jetzt kannst du Fernsehen, lesen, trinken wäre ein bisschen schwer, aber Musik hören, dich unterhalten, ja, keine Übung, sondern eine Ausruhposition, die jetzt deinen Nacken dehnt. Wenn du die Intensität noch ein bisschen verstärken willst, dann nimmst du die Arme und machst sie so nach hinten, dann wird es noch mehr. Kannst du genauso einstellen, dass du wunderbar den Nacken aufdehnst, entspannst, eignet sich für abends. Ich mache es am liebsten abends. Achtung, wie auch beim Rückenretter, Einschlafgefahr, was ja eigentlich gut ist, ja, weil es zeigt, wie sehr der Körper da entspannt. Und jetzt nochmal ein Hinweis zum Nackenretter. Der gehört zu den Hilfsmitteln, die ich entwickelt habe, damit dir das Üben leichter fällt, du wie eben auch ja ausruhen kannst beim Üben, Zeit sparst, die Übung effizienter machen kannst. Das wird mit diesen Hilfsmitteln erfüllt. Der hat hier 3 verschiedene Stufen, also einstellbar für deinen Bedarf, die Höhe, die du brauchst. Wenn du Informationen zu dem Nackenretter willst, dann klick bitte auf das Bild und dann bekommst du alles, was du wissen möchtest. Wenn du eine Routine, eine Übungsroutine für den Nacken mal probieren möchtest, dann geh unbedingt hier drauf und führ die durch. Und ansonsten, ich habe immer den großen Wunsch, dass du diese Informationen weiterträgst. Die Leute müssen wissen, dass sie sich bei Nackenschmerzen selbst helfen können. Deswegen streu das, schick das Video weiter, erklär ihnen das, zeig ihnen vielleicht sogar die Übung und sei dabei. Ja? Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Ciao.